Alchemisten versuchten bereits seit der Antike Gold herzustellen bzw. unedle Metalle in Gold umzuwandeln. Gold ist wohl der Rohstoff schlechthin, der Wohlstand repräsentiert und als Vermögensspeicher dient. Das Problem ist, wir haben ein viel besseres Asset, das viel knapper als Gold ist und alle 6 Eigenschaften von Geld vereint, nur viel besser: Bitcoin. Und ein ganz neues Problem für Gold ist, dass es erst jetzt vor kurzem Wissenschaftlern beim CERN in der Schweiz gelungen ist, Gold aus Blei herzustellen. Also ernsthaft jetzt. Auch wenn sie es nur für einen Bruchteil einer Sekunde geschafft haben, Goldatome herzustellen, hat das einschneidende Entwicklungen für Gold als Rohstoff. All das und noch viel mehr ist den ganzen großen Playern da draußen bekannt und sie alle stacken so viel Bitcoin wie sie nur können und vor allem so schnell wie es geht. Wer genau da draußen hart am Stacken ist, wie viel Bitcoin du unbedingt so schnell wie möglich haben musst, weshalb wir nach wie vor noch erst am Anfang stehen, obwohl Bitcoin bereits bei über 100.000 Dollar steht, wie die aktuelle Bitcoin-Verteilung aussieht und wie viel der Durchschnitt eigentlich hat und wie viel Platz eigentlich noch für Wachstum übrig ist, all das schauen wir uns heute an. Denkt dran, ich bin einfach nur irgendein Typ im Internet und nichts von dem, was ich mache, ist jemals Anlage oder auch Steuerberatung, sondern nur meine eigene Meinung. Mein Anspruch mit diesem Kanal ist, dir die besten Daten und Analysen zur Verfügung zu stellen, die du brauchst, um deine eigenen Entscheidungen zu treffen. Egal was ich oder irgendjemand anderes dir sagen. In den letzten 28 Tagen hat dieser Kanal fast 32.000 Aufrufe erzielt. Fast 92% davon sind Leute, die diesen Kanal nicht abonniert haben. Wenn du mich für meine Arbeit unterstützen willst, machst du das am besten, indem du den Kanal abonnierst und mir den Algorithmus mit einem Like segnest. Wie eben schon festgehalten haben Wissenschaftler Goldatome aus Blei erzeugt. Das bringt mich direkt dazu, weshalb dein langfristiges Ziel mindestens sein sollte, 0,3 Bitcoin aufzubauen, im besten Fall natürlich gerne mehr. Da kommen wir zum Narrativ, dass Bitcoin langfristig Gold flippen wird. Denn die Frage, weshalb Bitcoin nicht wertvoller als Gold ist, stellt sich schon sehr lange. Gold wird als der Wertspeicher schlechthin angepriesen und es wird auf die stetige Knappheit verwiesen. Während ich gerade für euch an diesem Video arbeite, steht Gold bei einem Market Cap von gerundet 22,3 Billionen US-Dollar, das von Bitcoin bei knappen 2 Billionen. Wenn Bitcoin also alleine nur langfristig das Market Cap von Gold übersteigt und damit flippt, blicken wir auf mehr als eine Verzehnfachung. Daher kommt auch die Aussage, dass Bitcoin langfristig auf 1 Million geht. Wer also 0,3 Bitcoin hält, schaut langfristig auf ein Vermögen von 300.000 Euro, das im Anschluss sehr wahrscheinlich weiter anwachsen wird. Aktuell entsprechen 0,3 Bitcoin knappen 27.000 Euro. Es geht aber noch weiter, denn sehr oft, wenn wir auf diesem Kanal über Aktien und damit Unternehmen sprechen, geht es darum, wie viel Raum für Wachstum die Aktie noch hat. Wir schauen uns dann also an, wie weit der Markt für GPUs und generative KI im Fall von Nvidia über die nächsten 20 Jahre ansteigen wird oder aber wie der Markt für humanoide Roboter aussieht, wenn wir von Tesla sprechen. All das lässt sich als eine der wichtigsten Kennzahlen überhaupt, die es zu beachten gilt, zusammenfassen, nämlich dem TAM. TAM ist die Abkürzung für Total Addressable Market. Zu Deutsch also der maximal erreichbare Zielmarkt. Um es noch einmal genauer zu formulieren, also so: Der maximale potenzielle Umsatz, den ein Produkt oder eine Dienstleistung erreichen könnte, wenn alle potenziellen Kunden erreicht werden. Und genau dieser TAM und somit maximal erreichbare Zielmarkt ist speziell für Bitcoin aber noch einmal viel wichtiger und rückt die Notwendigkeit, Bitcoin zu besitzen, wie ich finde, noch einmal in ein komplett anderes Licht. Denn unsere Freunde von River Financial haben ein wirklich sehr starkes Paper veröffentlicht, in dem es unter anderem genau darum geht. Link zum Paper selbstverständlich in der Videobeschreibung verlinkt und ich empfehle jedem, sich das einmal ganz in Ruhe anzuschauen. Wir hören nämlich immer wieder von vielen Menschen, dass Bitcoin ja bereits so und so viele 1000% Performance hingelegt hat und die Luft raus ist und man den Zug ja eh schon verpasst hat. Die Realität sieht sehr viel anders aus und das sind genau die Analysen, die mir mit diesem Kanal wichtig sind. Wir sehen nämlich, dass Bitcoin aktuell im Jahr 2025 erst bei einer Adoption von 3% steht. Also beim gleichen Punkt wie das Online-Banking im Jahre 1996, Social Media in 2005 oder das komplette Internet in 1990. Jetzt kannst du mir ja einmal in die Kommentare
Kommentare schreiben. Wenn dir im Jahre 1990 viele intelligente Menschen da draußen gesagt hätten, du kannst in eine revolutionäre Technologie investieren, hättest du es gemacht? Und noch eine Frage. Wenn du siehst, was sehr wahrscheinlich mit Bitcoin passieren wird, warum machst du es jetzt nicht? Neben der Tatsache, dass Bitcoin erst bei einer Adoptionsrate von 3% steht, ist etwas anderes viel wichtiger, nämlich der Fakt, dass es erst ungefähr bei 1% seines potenziellen TAMs und somit Zielmarktes steht. Das Interessanteste am Zielmarkt eines Assets ist natürlich die Größe des erreichbaren Marktes. Man geht davon aus, dass der TAM von Bitcoin bei mindestens 225 Billionen US-Dollar liegt. Wir sehen hier unten das kleine orangene Quadrat, das aktuell bei 2 Billionen steht und hier dann den großen Markt, zu dem Bitcoin anwachsen könnte. Man hat hier also 50% des Wertes aller globalen Assets genommen, die als Wertspeicher fungieren. Das wären die 225 Billionen Dollar. Natürlich müssen wir jetzt vorsichtig sein. Wenn Bitcoin auf 225 Billionen US-Dollar anwachsen würde, wäre das Market Cap knapp doppelt so hoch wie das des gesamten Aktienmarktes und wir würden von einem Bitcoin-Kurs sprechen, der bei über 10 Millionen Dollar liegen würde. Sagen wir einmal, wir rechnen konservativ und nehmen ein Drittel der 225 Billionen Dollar, somit 75 Billionen. Dann hätten wir Gold, das wie erwähnt aktuell bei 22,5 Billionen steht, geflippt und würden auf einen Bitcoin-Kurs von ungefähr 3,7 Millionen Dollar blicken. Ich möchte erneut an Michael Saylors Kursziele in 30 Jahren, somit in 2045 erinnern. 3 Millionen im Bear Case, 13 im Base und 49 Millionen im Bull Case. Ich sage nicht, dass das genauso passiert, aber wir verstehen zumindest, wie er auf diese Kurse kommt. Meiner Meinung nach ist die 1 Million Dollar Marke in keinster Weise abwegig und die 3 Millionen sind vorstellbar. Vor allem interessant ist, wie ich finde, der Blick auf die institutionellen Anleger. Vermögensverwalter in den USA haben aktuell Zugriff auf 128 Billionen US-Dollar. Diese stecken zu unterschiedlichen Teilen hier in Aktien, Anleihen, Unternehmensanleihen, ausländischen Staatsanleihen und viele mehr. Und nur 0,006% von all diesem Geld, das eigentlich zur Verfügung steht, steckt in Bitcoin. Und das, obwohl wir seit Anfang 2024 die Spot-ETFs in den USA von BlackRock und vielen weiteren gesehen haben und auch obwohl wir wissen, dass bereits Anlageberater in den USA zu den Leuten nach Hause gehen und ihnen sagen, sie sollten mindestens 3% ihres Vermögens in Bitcoin stecken. Wer euch also erneut erzählt, wir sind ja viel zu spät dran, dem zeigt ihr gerne dieses Chart. Ein weiterer Faktor, der uns zeigt, wie früh wir noch dran sind, ist die globale Verteilung. Die Amerikaner sind den meisten wieder einmal voraus. Immerhin stolze 14% aller Amerikaner halten bereits Bitcoin. Egal ob das jetzt 0,001 oder 0,5 sind. In ganz Europa haben nur ungefähr 3,4% aller Menschen Bitcoin. Und genau das wird einer der Gründe dafür sein, weshalb es den allermeisten Menschen immer schwerer fallen wird, in Zukunft Bitcoin aufzubauen. Von Monat zu Monat und von Jahr zu Jahr wird Bitcoin immer knapper und immer schwerer erreichbar für die, die später dazukommen. Denn die allermeisten großen Player stacken bereits, als gäbe es keinen Morgen. Jeder, der Bitcoin mindestens 4 Jahre, somit einen gesamten Halving-Zyklus gehalten hat, ist in der Gewinnzone. So war es zumindest bisher immer, seitdem Bitcoin existiert und es wird sehr wahrscheinlich auch so weitergehen. Du hast also ein Asset vor dir, das gleichzeitig das härteste der Welt ist und somit das knappeste ist, das langfristig gesehen immer weiter steigt und alle 6 Eigenschaften von Geld nur viel besser vereint. Und wenn wir hier von Langfristigkeit sprechen, dann sprechen wir von Jahren. Nicht einem Bullenmarkt, der sich vielleicht über 2 Jahre streckt oder einem Bärenmarkt von 1,5 Jahren. Es kann sehr gut sein, dass wir in 2026 in den nächsten Bärenmarkt übergehen und die Daten weisen darauf auch hin. Das hatten wir uns erst vor kurzem in diesem Video hier oben rechts angeschaut. Dass wir Bitcoin also kurzzeitig wieder bei 60.000, vielleicht auch noch tiefer sehen, ist sehr gut möglich und das werden absolut perfekte Kaufgelegenheiten sein. Doch jeder, der das Ding langfristig gehalten hat, steht im Plus. Und jeder, der bisher Bitcoin verkauft hat, wird euch sagen, dass er es extrem bereut. Jetzt fragt sich der ein oder andere vielleicht, weshalb genau 0,3 Bitcoin? Warum nicht 0,4 oder 0,01? Und je nachdem, wen ihr fragt, werdet ihr die wildesten Aussagen da draußen hören, dass ja bereits 0,001 Bitcoin dafür ausreichen, um in Rente zu gehen oder sonst was. Ich möchte es so sagen. Wenn wir wirklich an den Punkt kommen sollten, an dem 0,01 Bitcoin ausreichend sind,
sind, um in Rente zu gehen, bin ich der Letzte, der sich beschwert und der Erste, der sich für uns alle freut. Mein Anspruch mit diesem Kanal ist jedoch, euch die besten Daten und Analysen zur Verfügung zu stellen, sodass du selbst die für dich beste Entscheidung treffen kannst. Egal was ich oder irgendjemand anderes dir sagt. Die 0,3 Bitcoin, von denen ich aber mindestens spreche, kommen nicht von ungefähr, sondern sind äußerst datengetrieben. Wenn wir auf die aktuelle Verteilung aller Wallets gehen, sehen wir hier in der obersten Gruppe die Wallets, die mehr als 0 Bitcoin bis maximal 0,0001 Bitcoin halten. Diese Gruppe hält insgesamt 37,6 Bitcoin, besteht aus gerundet 6,5 Millionen einzelnen Wallets und hält damit nicht einmal 1% des gesamten Umlaufvermögens. So zieht sich das dann bis nach unten weiter durch und besonders interessant wird es dann hier in der Gruppe zwischen mindestens 0,001 bis 0,01 Bitcoin. Hier sehen wir nämlich, dass die Anzahl der aktiven Adressen im Vergleich zu den Gruppen davor rapide abgenommen hat, die Anzahl an Bitcoin, die diese Gruppe hält, aber extrem zunahm und nämlich bei 267.000 Bitcoin steht. Das sind immerhin 1,35% des gesamten aktuellen Supplies. Und jetzt kommen wir dazu, weshalb ich sage, dass das langfristige Ziel mindestens 0,3 Bitcoin sein sollten und nicht 0,001 oder 0,1 oder sonst wie. Denn jetzt blicken wir auf die Gruppe der Wallets, die mindestens 0,1 bis maximal einen ganzen Bitcoin halten. Sehr interessant hier, die Anzahl der Adressen hat sich gegenüber der Gruppe davor mehr als halbiert. Die prozentuale Anzahl von Adressen, die überhaupt in diesem Bereich liegen, hat sich erneut halbiert auf nur noch 6,3%. Die Anzahl an gehaltenen Bitcoin hat fast verfünffacht von 267.000 auf über 1 Million und jetzt besonders wichtig, diese Gruppe hält bereits stolze 5,4% des gesamten verfügbaren Umlaufvermögens. Und um das jetzt einmal in Perspektive zu rücken, Strategy, ehemals MicroStrategy und damit Michael Saylor, sind dafür bekannt, der Pionier auf diesem Gebiet zu sein. Strategy hat mittlerweile etwas mehr als 580.000 Bitcoin. Diese Gruppe hier hält immer noch mehr als das Doppelte. Und genau deshalb ist dieser Bereich hier zwischen 0,1 Bitcoin und einem ganzen Bitcoin der absolute Median. Mehr zu diesem Thema übrigens in meinem Video, wie du in 10 Jahren mit Bitcoin in Rente gehst, hier oben noch einmal verlinkt. Wenn wir nun 0,3 Bitcoin halten, sind wir ganz genau über dem Median und in meinen Augen wollen wir auf jeden Fall nicht im Median, sondern über dem Median liegen. Genau deshalb sind 0,3 Bitcoin langfristig so wichtig. Ich weiß, das ist viel Geld. Bitcoin steht aktuell, während ich an diesem Video arbeite, bei über 100.000 $. 0,3 Bitcoin wären also zumindest aktuell 27.000 €. Sich aber zu wünschen, mit 0,001 Bitcoin in 10 Jahren nur noch Teilzeit zu arbeiten, ist in meinen Augen viel zu gefährlich. Auch wenn ich uns das allen wie gesagt wünsche. Dein langfristiges Ziel sollte also mindestens sein, 0,3 Bitcoin zu haben. Ich merke immer wieder, dass die allermeisten Leute nur sehr wenig davon mitbekommen, was hinter den Kulissen bei Bitcoin passiert, und genau deshalb ist es wichtig, sich durchgehend anzuschauen, welche Entwicklungen wir haben. Nachdem wir im letzten Jahr die Spot-ETFs sahen, in diesem Jahr die strategischen Bitcoin-Reserven mehrerer Bundesstaaten in den USA und Michael Saylor, der durchgängig weiter stackt, haben wir noch viel mehr Player da draußen, die kontinuierlich das Umlaufvermögen abschöpfen. Der CEO von Cantor Fitzgerald, eines der Unternehmen, die zu den Wall Street Urgesteinen gehören, gegründet 1945, sagte erst vor kurzem, dass sie selbst, wenn Bitcoin jetzt um 50% fallen würde, weiterhin investieren würden. Das ist die Überzeugung, die wir sehen wollen. Mit am wichtigsten sind aber die sogenannten Bitcoin Treasuries. Bitcoin Treasuries sind ganz einfach ausgedrückt alle Unternehmen, Regierungen und Institutionen, die Bitcoin als Teil ihrer Finanzreserven halten. Da haben wir die üblichen Verdächtigen wie Michael Saylor mit Strategy, Tesla, BlackRock oder auch El Salvador. Die allermeisten achten nämlich vornehmlich auf die Zu- und auch Abflüsse der Bitcoin-Spot-ETFs. Viel wichtiger ist aber die Tatsache, dass Unternehmen gerade viel mehr kaufen als die ETFs. Die orangenen Punkte über dieser diagonalen Linie zeigen uns die Monate, in denen die ETFs stärkere Zugänge sahen. Die Punkte unter der Linie zeigen uns Monate, in denen Treasuries jeglicher Art stärker gewesen sind. Und hier war der April 2025 wirklich stark. Wir sahen fast 50.000 Bitcoin, die gekauft wurden, weitaus stärker als noch im Februar oder März 2025. Weiterhin hörten wir, dass die Ukraine im Moment an einer strategischen Bitcoin-Reserve arbeitet. Die Ukraine ist übrigens die viertgrößte Regierung der Welt, wenn es um gehaltene Bitcoin geht. Weiterhin hat der Abu Dhabi Sovereign Wealth Fund, der auch gleichzeitig der größte Staat
Staatsfonds der Arabischen Emirate ist, Bitcoin im Wert von 436 Millionen Dollar via BlackRocks IBIT Spot ETF gekauft. All das war jetzt wirklich nur ein kurzer Einblick von dem, was hinter den Kulissen abgeht, und ich hoffe, dass das noch einmal deutlich zeigt, dass die Zeit, in der man Bitcoin ignorieren konnte, weil das Ding ja sowieso auf Null geht und natürlich auch nichts Wertvolles produziert, absolut vorbei ist. Ich frage also erneut, Sie alle stacken Bitcoin. Warum du nicht? Damit wünsche ich euch wie immer noch einen schönen Tag, bevor wir uns kommende Woche in alter Frische wiedersehen.